Der zweite Tag in Cannes. Ja, falls du gerade hier eingeschaltet hast und gar nicht weißt, was Sache ist. Also ich bin frisch in Cannes angekommen, ja, Filmfestspiel in Cannes, schon mal gehört. Hier ist das erste Video dieser Reise. Schau es dir nicht an. Und hier in Cannes darf ich bei Droma etwas aushelfen. Ja, Droma, kennst du bestimmt. So, das sollte reichen. Damit ist genug gesagt. Du solltest jetzt absolut im Bilde sein. Diesen Vlog habe ich damals auf Englisch gemacht, weil YouTube halt auf Englisch war. Aber mein Englisch war so schon, ja. Also hört mal, wie mein Englisch damals so war. I'm in Cannes. We're at the beach of Cannes, the Worldwide Film Festival de la Cannes. Bonjour, salut, au revoir, monsieur. Man merkt schon, es ist schon schwer zu folgen, was ich da genau sagen will. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal das Ganze nochmal neu gemacht und auf Deutsch mit einer Off-Stimme hinterlegt, um mal ein bisschen, damit man es ein bisschen versteht. Ja, und das, was man da sieht, ist quasi eine Leinwand, ja. Im Cannes gibt es doch quasi jeden Abend Open-Air-Kino am Strand. Wunderbar. Und ja, der Strand von Cannes sieht so aus und mit der Zeit tauchen da immer mehr und mehr Schiffe auf und Yachten, auf denen fette Partys sehen, wo man Musik hört und Lichter sieht und total toll. Und auch der Strand, da tauchen immer mehr Zelte auf von irgendwelchen Partys, also jetzt ist aber noch gut, jetzt ist immer noch Sand. Man kann hier sogar duschen, also ist schon krass, gegenüber der Dromanale, quasi auch so ein Droma-Ablegerfestival während der Berlinale, ist das ein riesiger Hygienefortschritt. Ich meine, duschen, sich sauber machen, boah, das klingt man geil, das war mir zu dem Zeitpunkt noch total unbekannt. Und alle Droma-Leute sind quasi in einem Apartment untergekommen. Ein schönes Apartment, groß, geräumig. 3 Zimmer, mit Betten, mit Küche, ja sogar ein Bad, also da kann man nicht meckern, das ist schon mal, das ist richtig menschlich, Und nach treffen auch immer mehr Leute ein, die aus aller Welt kommen und irgendwie tauchen auch Pakete auf, die auch, ich denke mal, aus Amerika kommen, wo halt Droma-Sachen drin sind für die Paraden, das brauchen wir dann auch später. Jetzt heißt es erstmal, die Droma-Bude im Marché de Film zu gestalten. Also das Marché de Film ist quasi der Filmmarkt im Cannes. Da ist quasi jeder Vertrieb vertreten und die haben alle so eine Wabe in so einer riesengroßen Halle. Das ist wie so ein Großraumbüro und in jede Wabe sitzt da ein eigener Vertrieb aus irgendwoher. Und hier werden halt richtig fette Filme vertickt. Filme, da hast du noch nie gedacht, dass es solche Filme gibt. Die werden da vertickt an irgendwelchen komischen Junkies, Wahnsinn. Und Droma hat hier natürlich auch eine Bude. Und während die anderen Buden bloß so ein paar Plakate und einen Laptop hingestellt haben, da war die Droma-Bude, die hat da echt jede Wand mit Flyer und Postern, ja, und sogar DVDs einfach da hingeklebt, bis kein Stück Wand mehr zu sehen ist, sondern nur noch Droma-Merchandise. Und da, wo noch Platz war, da wurde quasi Requisite von dem Film Poltergeist hingelegt. Also irgendwelche Zombie-Hühnermasken oder Hühnerpimmel einfach da überall hingelegt, damit das einfach nur noch aussah wie so ein kleines Disneyland. Die Droma-Bude halt. Und wenn dann jemand gekommen ist und einfach so eine DVD von der Wand gezogen hat, dann gab es höchstpersönlich von Lloyd Kaufmann Kloppe. Ja, das hat er sich nicht gefallen lassen, dann ist aber hier. Ja, das ist so der Filmmarkt in Cannes, wisst ihr Bescheid. Aber nun geht's zur Droma-Parade. Ich meine, wir sind hier doch nicht zum Spaß, ja? Vor dem roten Teppich und am Eingang zum Filmfestival macht Droma immer eine Parade. Guckt! Schau mal! Aber warum macht Droma das? Sind die blöd oder sowas? Also das ist reine Promotion. Denn Leute werden so auf Droma aufmerksam. Und mit Leute meine ich die ganzen Berichterstatter und Medien, die halt vor diesem Filmfestival da so rumlümmeln und warten, dass ein Star rauskommt. Die sehen halt, ey, guck mal da, während wir hier uns langweilen, da machen irgendwelche Leute was, das filmen wir jetzt mal. Und Droma zeigt natürlich auch die aktuellen Filme, die sie frisch eingekauft haben oder released haben oder produziert haben, in einem von den 1000 Kinos in diesem Filmfestival. Und wenn gerade so ein Tag ist, wo so ein Droma-Film läuft, wird explizit für diesen Film Werbung gemacht auf so eine Parade. Deswegen macht man das hier. Das ist alles Business hier, alles Business, Leute. Merkt euch das. Und durch diese Paraden wird die Presse und die ganzen Vertriebler, die hier so rumgammeln, genau auf die Filme aufmerksam und die werden regelrecht in dieses Kinosaal reingelotst, wo so ein Film läuft. Ja, und die Filme liefen in der Regel ziemlich schlecht. Also richtig schlecht. Da waren teilweise die Kinosäle richtig leer.
aber die Promotion, die ist doch da, die ist doch das Wichtigste. Ach hey, was ist denn mit denen los? Also manche Zivilisten lassen sich da regelrecht mitreißen von diesen Paraden und oh Gott, hat er einen Anfall? Ja, ich glaube, ihnen geht schon gut. Und die Parade, die geht quasi die ganze Promenade lang, bis runter zum Strand. Ach ja, und da kann man sich eine Abkühlung verschaffen. Oh, schön. J'aime les croissettes. Oh, thank God. I'm wet and sandy. Oh, what are we gonna Und das ist übrigens Julia Sandberg-Hensen, die kennt man ja noch, die war bei der Tromanale auch dabei. Und jetzt ist sie wieder dabei, die ist ja berühmt wie Bulle, Alter. Also durch Uwe Bolls Film Pustel, da hat sie die Terroristenbraut gespielt, also Wahnsinn. Ey, Prominenz pur hier, die da mitmachen, Wahnsinn. Kacke in meinen Mund gemacht. Und wenn so eine Parade vorbei ist, heißt es schnell ausruhen. Denn abends in Cannes finden immer ein Haufen Partys statt. Richtig viele Partys. Und zu den Partys muss man auch eingeladen werden. Also das ist nicht so eine Party im Sinne von mit Abendkasse und Geld zahlen und anstehen und jetzt kommst du rein. Nee, du brauchst eine Einladung. Und die kriegt man halt auf dem Filmmarkt oder irgendwoher, kriegt man halt so eine Einladung. Ein Typ hat noch Einladungen offen und drückt dir die einfach in der Hand und sagt, komm zu meiner Filmparty, bitte, ich muss voll werden, der Laden. Genauso läuft's. Und natürlich gibt es auch so eine Art Sammelbecken in Cannes. Also es gibt ja natürlich Menschen, die haben halt nun mal keine Einladung für irgendeine Party. Und die treffen sich alle in einer Eckkneipe namens Le Petit Majestic. Ja. Hier treffen sich wirklich alle, die gerade nicht auf einer Party eingeladen sind oder die auf dem Weg zu einer Party sind. Die sind einfach da. Die ganze Kreuzung ist quasi dicht, da kommt keiner mehr durch. Alle gucken, überall sind da Menschen, stehen da rum. Und hier trifft man auch den einen oder anderen zum Netzwerken. Hier zum Beispiel da steht Stuart Gordon. Kennt man doch, das ist der Filmemacher von Reanimator. Also der hat Reanimator gemacht, der steht da rum und ja, mit dem kann man reden. Oh, jetzt wo ich das sehe, ja, also die haben hier heruntergelassene Hosen. Das hat auch einen Grund, weil das ist irgendwie so Tradition bei den Droma-Leuten, dass wenn jemand ruft, no pants, aua, dann muss jeder, meistens halt die Männer oder die eine Hose tragen, halt ihre Hosen runterlassen. Und dann läuft man halt eine gewisse Zeit mit heruntergelassenen Hosen rum. Ich finde schon, die Tradition sollte überall herrschen auf der Welt. Das ist eine vernünftige Tradition. Sowas sollte man schon einführen, egal wo man ist. Aber sonst ist Le Petit Majestic eher so eine Art Abstellgleis. Ich meine, da kann man seine Zeit vertreiben mit Dingen, aber da gibt es nur... Wie soll ich es sagen? Also jetzt wird's... Da gibt es echt nur... Also ihr müsst jetzt schon tapfer sein. Also das müsst ihr mir jetzt glauben. Ihr glaubt mir eh nicht. Also da gibt es wirklich nur... Ich kann es nicht über den Lippen bringen. Ich sag's einfach. Bei Le Petit Majestic gibt es nur Heineken-Bier. Das ist hart. Ja. Ganz schöner Schock. Ich kann jetzt irgendwie auch nicht weiterreden. Ich muss das Video jetzt beenden. Nächste Woche geht's weiter. Ihr habt Verständnis, denke ich. Hier noch ein paar Kommentare von euch. Also, Your English is not the yellow from the egg. Dein Englisch yellt auch ganz schön aus der Ecke. Nächste Videoreihe. Geil. Ob es dieses Mal Ärger mit der Polizei gibt? Ja, schau. Französische Polizei, die tut nichts. Das Bild ist ein bisschen gestaucht. Eierköpfe. Mach's mal anders. Hab's versucht. Ist es besser oder schlechter? Weiß ich nicht. Selber Eierkopf. I feel sexier than I ever have before. I see it. Oh yeah.